der weiße Schatten. Stell dir vor, du bist am Ende der Welt, an der Küste endloser Fjorde, wo es kein anderes Geräusch gibt als das Heulen des Windes. Ende der 1350er Jahre. Grönland. Aber dies ist keine Eiswüste, wie du vielleicht denkst, zumindest noch nicht. Einst gab es hier Leben. Die Sonne wärmte im Sommer die Erde, die Täler ergrünten, Kühe und Schafe grasten, Kinder rannten vor den Langhäusern, Frauen kochten Milch auf, Männer fuhren zur See. Dies war die neue Welt der Wikinger. Erik der Rote und diejenigen, die ihm folgten, hatten diesen Ort zu ihrem Schicksal gemacht. Sie waren von Europa abgeschnitten, aber sie waren nicht allein. Schiffe kamen, transportierten Pelze und Elfenbein und nahmen im Austausch Eisen und Getreide mit. Sie hatten steinerne Kirchen gebaut, Glockengeläut hallte in den Fjorden wider. Für sie war dies ein von Gott versprochenes Grenzland. Aber etwas begann sich zu verändern. Zuerst bemerkte es niemand. Ein Sommer war etwas kürzer, eine Ernte etwas magerer, ein Winter etwas härter. Das passiert eben, sagten sie. Aber im nächsten Jahr fror das Meer spät zu. Im Jahr darauf fror es früher zu. Und dann tauchte dieser weiße Schatten am Horizont auf. Dies war kein gewöhnlicher Winter. Es war eine langsam herannahende Katastrophe. Das Meer begann langsam zuzufrieren. Die Eisschicht, die die Fjorde bedeckte, wurde jedes Jahr etwas dicker. Die Schiffe aus Europa kamen später. Dann kamen sie seltener. Dann kamen sie gar nicht mehr. Als sie eines Morgens aufwachten, war der Ozean kein Weg mehr, sondern eine Mauer. Und genau in diesem Moment begann das, was niemand benennen konnte. Die Geschichte sollte dies Jahrhunderte später die kleine Eiszeit nennen. Aber an jenem Tag war es nur eine unerklärliche Kälte. Der Boden verhärtete sich, das Gras wuchs nicht mehr, die Tiere wurden schwächer, die Menschen hofften noch. Auch das geht vorbei, sagten sie, aber die Natur wich nicht zurück. Der Wind wehte nun anders, als ob er etwas flüsterte. Und noch wusste niemand, dass dies kein Winter war, sondern ein Zeitalter. Die sich schließende Welt. Anfangs dachten sie, nur das Wetter hätte sich geändert. Dann veränderte sich das Meer. Und danach die Welt. Der Ozean, einst ihr Weg, ihr Handel, diese blaue Unendlichkeit, die ihre Hoffnung war nun grau und bedrohlich. An den Mündungen der Fjorde begannen sich riesige Eismassen zu stauen. Schiffe konnten sich nicht mehr nähern und die es taten, konnten nicht mehr zurückkehren. Und eines Tages kam das letzte Schiff. An Bord eine kleine Menge Getreide, etwas Eisen, ein paar Neuigkeiten. Aber als dieses Schiff ablegte, ahnte niemand. Nie wieder würde ein Segel am Horizont auftauchen. Nun waren sie allein. Die wahre Einsamkeit begann genau dann. Der Winter zog sich in die Länge. Der Frühling blieb aus. Der Sommer tauchte nur für wenige Wochen auf, fast als hätte er Angst und verschwand wieder. Der Boden riss auf. Die gesäte Gerste keimte nicht. Die Tiere wurden schwächer, die Milch versiegte. Und die Menschen begannen zu verstummen. Die Feuer in den Langhäusern brannten seltener, denn das Holz wurde knapp. Die Gespräche wurden kürzer, denn die Hoffnung schwand. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass niemand wusste, wann es enden würde. Jeder neue Winter war unerbittlicher als der vorherige. Jeder neue Sturm wütete länger. Während der Wind gegen die Dächer der Häuser peitschte, wuchs drinnen etwas anderes heran. Die Angst. Denn nun dachten alle an dieselbe Frage, aber niemand wagte es,
sie laut auszusprechen. Was, wenn das niemals endet? Die Tiere wurden nach und nach geschlachtet. Zuerst die Schwächsten, dann die Jungen. Schließlich die Zuchttiere. Jedes geschlachtete Tier bedeutete ein paar Wochen mehr Leben. Aber es bedeutete auch, dass ein Stück Zukunft verloren ging. Eines Tages fragte ein Kind: Vater, wann kommt der Sommer? Der Mann konnte nicht antworten, denn auch er war sich nicht mehr sicher. Selbst die Steinmauern der Kirche konnten die Kälte nicht abhalten. Es wurde gebetet, sie flehten zu Gott. Aber der Himmel blieb grau und dann veränderte sich noch etwas. Die Menschen sahen sich seltener in die Augen, denn jeder sah in den Augen des anderen das Gleiche. Zweifel, wer wird durchhalten? Wer wird zuerst aufgeben? Wer wird gehen? Aber es gab keinen Ort, an den man gehen konnte. Das Meer war von Eis bedeckt. Die Bergpässe waren unter Schnee begraben. Europa war nur noch eine Erinnerung. Grönland hatte sich weniger in eine Insel als vielmehr in eine Falle verwandelt. Und in dieser Falle saßen Tausende von Wikingern fest, mitten in jener stillen Katastrophe, die in die Geschichte eingehen sollte. Die Geschichte würde dies eines Tages die kleine Eiszeit nennen. Aber für sie war es das langsame Schließen der Welt. Der Hunger und der Riss. Die Kälte war nun nicht mehr nur draußen. Sie war in den Wänden, in den Betten, in jedem Atemzug. Aber am gefährlichsten war sie zwischen den Menschen. Anfangs hielten alle zusammen. Die Vorräte wurden geteilt. Die Tiere wurden gemeinsam geschlachtet. Man betete zusammen. Auch das wird vorübergehen, sagte man. Aber es ging nicht vorüber. Die Getreidefässer leerten sich. Das Salz wurde knapp. Das Trockenfleisch verschimmelte. Und diese grausame Rechnung begann: Diese Nahrung, für wie viele Tage reicht sie noch? Eine Mutter hält eine letzte Handvoll Gerste in ihren Händen. Wenn sie heute Brei für ihre Kinder daraus kocht, was wird morgen sein? Wenn sie nicht in die Erde sät, was wird sie nächstes Jahr ernten? Genau in diesem Moment wird die Menschlichkeit auf die Probe gestellt. Denn Hunger verändert alles im Inneren eines Menschen. Zuerst wird der Körper schwach, dann werden die Stimmen lauter, dann zerbricht das Vertrauen. Einige beschlossen, es zu wagen. »Lasst uns gehen«, sagten sie. »Vielleicht ist es im Süden milder. Vielleicht gibt es einen anderen Ort.« Aber das Meer war noch immer aus Eis. Es gab keinen Weg. Einige versuchten, Kontakt mit den Inuit aufzunehmen. Sie wussten, wie man in diesen Landen überlebt. Zu jagen, sich mit Robbenfellen zu wärmen, auf dem Eis zu laufen. Aber die Wikinger waren Bauern. Sie waren an das Land gebunden, an ihre Kühe, ihre Schafe, ihre Kirchen. Ein Leben auf dem Eis war nicht ihre Welt. Und genau an diesem Punkt wurde der Riss größer. Aus einem Dorf kamen keine Nachrichten mehr. Aus einer anderen Siedlung stieg kein Rauch mehr auf. Die Tür eines Langhauses wurde wochenlang nicht geöffnet. Niemand sprach es laut aus, aber jeder wusste es. Einige waren nicht mehr da. Hunger zehrt nicht nur am Körper, sondern zermürbt auch den Verstand. In den langen Nächten begannen die Menschen zu flüstern. Sie sagten, Gott habe sie verlassen. Sie glaubten, gesündigt zu haben. Einige sprachen sogar von dunkleren Dingen. »Dieses Land ist verflucht«, sagten sie. »Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen.« Die Kirchen, deren Glocken einst so stolz läuteten, waren nun stumm. Und mit jedem vergehenden Tag wurde noch etwas weniger. Die menschliche Stimme. Wenn du eines Morgens aufwachst, ist das Dorf leiser, denn eine weitere Familie ist verschwunden. Niemand hält eine Beerdigung ab. Der Boden ist gefroren. Es kann kein Grab ausgehoben werden.
Das Weiß verschluckt alles. Und in diesem Moment begreifst du, das ist nicht nur ein Naturereignis, das ist die Auslöschung eines ganzen Volkes. Der letzte Frühling. Und dann, eines Morgens verändert sich das Geräusch des Windes. Dieselbe raue Luft, aber darin liegt ein anderer Geruch. Salz, nasse Erde. Du drückst die Tür auf. Die Welt, die monatelang weiß war, ist zum ersten Mal grau geworden. Das Eis an der Mündung des Fjords ist gebrochen. Dieses Geräusch, dieses Echo, das Himmel und Erde erschüttert, ist die Rückkehr des Ozeans. Es ist Frühling, aber das ist kein Sieg. Denn wenn du dich umsiehst, sind nur noch sehr wenige übrig. Eine Handvoll Tiere im Stall, ein paar Familien in den Langhäusern und Stille. Von den Siedlungen am anderen Ende der Insel kommen keine Nachrichten. Es gibt keinen Rauch, keine Fußspuren, kein Leben. Tausende Wikinger sind langsam ausgelöscht worden. Nicht im Kampf, nicht durch das Schwert, nicht durch eine feindliche Armee, durch die Kälte. Die Geschichte wird dies als kleine Eiszeit niederschreiben. Aber für diejenigen, die diese Jahre erlebten, war es kein Zeitalter. Es war ein Ende. Auch wenn der Frühling gekommen ist, wird nichts mehr so sein wie früher. Denn die Herden sind geschrumpft. Die Samen wurden gegessen. Die Kraft ist erschöpft. Und am wichtigsten, der Glaube ist erschüttert. Einige halten durch, leben noch eine Weile weiter. Aber ohne Handel, ohne Unterstützung und mit schrumpfender Bevölkerung löst sich die Gesellschaft auf. Eines Tages schließt sich die Tür eines Langhauses zum letzten Mal. Niemand kehrt zurück. Als Entdecker Jahrhunderte später diese steinernen Kirchen fanden, waren keine Menschen darin. Nur der Wind, kein Massengrab, keine Spuren eines Krieges, kein großes Feuer. Nur eine verlassene Welt und die Frage, die bleibt: Haben sie die Natur unterschätzt oder hat die Natur geduldig auf den richtigen Moment gewartet? So endete die Geschichte der Wikinger in Grönland. Nicht durch einen Schwertstreit, sondern durch eine langsame, stille und unerbittliche Kälte. Und vielleicht ist das Erschreckendste daran Folgendes: Dies ist eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass jeder Sieg, den die Menschheit über die Natur errungen zu haben glaubt, in Wirklichkeit nur vorübergehend ist. Denn die Natur herrscht nicht, sie wartet nur.